Heute geht's um den Hot Wheels Mod Rod von Mega. Wie der so aussieht und was der so kann, das schauen wir uns gleich nach der Intro an. Hallo und herzlich willkommen im Den of Little Treasures. Da bin ich wieder mit einem Set von Mega und diesmal ist es der Mod Rod von Hot Wheels. Ein Set mit 641 Teilen und ab 10 Jahren. Die Rückseite der Verpackung zeigt den Mod Rod in Originalgröße. Ja, ist nicht wirklich groß. Auf der rechten Seite sehen wir den nochmal so ein bisschen auseinandergebaut, um den Motor freigelegt, mal den Innenraum, hinten mit dem Lachgas und ein bisschen die Armaturen. Aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Im Karton selber sind 10 Tüten und die Anleitung. Die Anleitung könnt ihr euch wie immer bei Mega Bauanleitung angucken. Da habe ich die schon mal hochgeladen und die gibt es da auch schon eine ganze Weile. Ja, dieses Set, das gab es tatsächlich nur in den USA zu kaufen bei Target. Ein Target Exclusive. Und damit war es eigentlich so gut wie unmöglich, das irgendwie mal zu importieren. Es gibt natürlich immer ein paar Privatleute und vielleicht auch Händler, die es dann mal bei eBay reinstellen, aber wirklich günstig war es dann nicht. Eine kurze Zeit lang war es auch über Mattel Creations zu bekommen, da habe ich es auch her. Und ja, das hat mich dann insgesamt irgendwas so um die 75 € gekostet. Viel zu teuer, weil es jetzt eigentlich ja nur ein 50-Dollar-Set ist. Sieht man auch immer schön, weil man ja auch die Türen da nicht öffnen kann. Und das Ding eigentlich auch vom Maßstab meistens immer kleiner ist als die großen. Auch die Teileanzahl lässt schon vermuten, es handelt sich eher um ein kleineres Set. Hier mal im Vergleich ein Diecast Mod Rod, den ich schon mal vom Jahr gefunden habe. Ja, also man kann sehen, er ist wirklich so wie der andere, nur ist es eben nicht genau dasselbe Modell. Ja, was noch so ein bisschen auffällt, hinten der Kofferraum, das sieht mehr so aus, als ob das festgegurtet ist. Da haben wir das Prachtstück, ja. Ja, kleine Reifen vorne, relativ dicke hinten, Auspuffrohr an der Seite, ein spezieller Motor, ganz viele schöne Drucke, richtig passend auch wie immer. Von vorne wieder schöne Details, die Scheinwerfer sind bedruckt. Ansonsten der Kühler ist gut gelungen, schön gebaut. Die Radaufhängung vorne ist auch noch ein bisschen was zu sehen. Ja, macht schon was her das Teil. Hier auch nochmal in der Seitenansicht. Ja, kann man sehr schön sehen, wie klein vorne die Räder sind und wie groß die anderen hinten sind. Die Kabine wirkt doch ziemlich klein, ist aber schön abgeschlossen. Die Draufsicht zeigt nochmal schön das Dach, auch den Motor. Und vorne schön auch der Hot Wheels Aufdruck, genauso wie die goldenen Streifen. Sieht sehr schön aus. Hier auch nochmal schön zu erkennen an der Seite die 51 sowie die Aufschrift Mod Rod. Was natürlich sofort auffällt, es gibt tonnenweise Farbabweichung. Also das ganze Set hat eigentlich mit Farbabweichung zu kämpfen. Das sieht man doch wirklich hier überall, was eigentlich sehr, sehr schade ist und eigentlich auch relativ unnötig. Und das kann man auch nicht mehr schönreden. Das ist einfach, ja, Schlamperei, würde ich mal so behaupten. Also es ist wirklich ein Set mit den größten Farbabweichungen vom Mega, was ich jemals gesehen habe. Ja, eigentlich sehr schade, weil das Modell selber gar nicht so verkehrt ist. Hier auch nochmal die Rückseite. Kann man auch wieder sehr gut erkennen. Ganz viele Farbabweichungen. Den Kofferraum kann man aufmachen. Da ist wie gesagt wieder eine Lachgasflasche drin. Auch schön bedruckt. Und was noch auffällt, was ich auch sehr, sehr schade finde, es fehlt mir nämlich hier ein Teil. Stattdessen war dieses Teil hier mit drin und das passt leider überhaupt nicht. Und das ist auch ein Teil, was im Set so gar nicht verbaut wird. Es ist also ein komplett falsches Teil anstelle von diesem schwarzen hier. Und die Krux dabei ist, ich kann keine Teile mehr bei Mattel nachbestellen. Der Teile-Nachbestellservice wurde eingestellt. Man kann da E-Mails hinschreiben mit der Teilebeschreibung. Man kann alles ausfüllen. Man bekommt immer nur die Standardantwort zurück. Ja, rufen Sie uns doch an mit irgendeiner komischen Telefonnummer. Aber wirklich weitergeholfen wird einem da auch nicht. Anstelle, dass die dann das mal weiterleiten und dass die dann wieder Kontakt mit mir aufnehmen und das vernünftig bearbeiten, soll ich irgendwo anrufen
und das dann da nochmal alles erzählen. Wofür mache ich mir überhaupt die Mühe? Also es ist ganz, ganz schlechter Kundenservice seitens Mattel und Mega. Wobei ich Mega da in Schutz nehmen muss. Früher hat das immer geklappt mit den Teilen nachbestellen. Und seitdem Mattel das abgeschaltet hat, ist das einfach nur noch Chaos. Deswegen kann man eigentlich sagen, kauft euch am besten gar nichts mehr von Mega, denn der Service ist da wirklich unterirdisch. Das Dach kann man abnehmen und wie man sieht, hier sind so zwei dunkelfarbige, durchsichtige Teile, die das dann noch mal ein bisschen abstürzen. Schauen wir uns noch mal den Motor von oben an. Sehr interessant, wie ich finde. Ansonsten die Armaturen. Ja, wie gewohnt, alles bedruckt. Lenkrad ist beweglich, der Schaltknüppel ist auch etwas beweglich. Ja, nichts Spezielles jetzt. Die Sitze auch nichts Besonderes. Keine speziellen Farben. Aber das ist ja auch vollkommen ausreichend so. Die Unterseite, wie man sehen kann, alles mit Platten verbaut. Schön einfarbig. Ja, so gehört sich das. Auch sonst waren eigentlich keine farbseuche Sachen mit drin. Lediglich die Farbabweichungen sind natürlich wie immer überall gut zu erkennen. Insgesamt kann man sagen, es ist ein schönes Set. Es hat Spaß gemacht zu bauen. Die Farbabweichungen trüben das so ein bisschen. Persönlich habe ich das Set jetzt schon über ein Jahr eigentlich aufgebaut, hier in der Vitrine stehen. Es ist 2022 erschienen und wie gesagt, über Mattel Creations konnte man es damals bestellen. Ich habe über 70 Euro, ich glaube 75 Euro oder so für bezahlt, während es in Amerika nur 50 Dollar gekostet hat. Mittlerweile bekommt man es auch schon über andere Wege, teilweise schon für 30 Euro, wenn man mal ein bisschen rumsucht. Für das Geld kann man sicherlich da nicht viel verkehrt machen, vor allen Dingen, weil es ja auch wirklich schwer zu bekommen ist. Ja, habe ich den Kauf bereut? Nein, habe ich nicht. Insgesamt war ich doch mehr davon überrascht, dass er doch eigentlich recht gut aussieht, auch wenn man das vielleicht hier so jetzt gar nicht über die Kamera so gut einfangen kann. Also er sieht live wirklich richtig gut aus. Ein bisschen schade auch oben hier, diese durchsichtigen Fliesen, kann man auch nicht so wirklich gut reingucken. Allerdings muss man sagen, ist aber auch nicht unbedingt schlecht. Ich habe schon Hot Wheels gehabt, da konnte man gar nicht durchgucken. Hier kann man übrigens noch ein bisschen was erkennen. Ja, was ich jetzt nicht aufgemacht habe, hier vorne den Motorbereich, das hatten wir schon auf dem Karton gesehen. Das ist mir einfach zu aufwendig, das jetzt wieder alles abzubauen, nur um kurz mal den Motor freizulegen. Ich denke mal, ein bisschen Spaß solltet ihr ja auch noch beim Bauen haben. Ein großer Wermutstropfen, wie gesagt, hier das fehlende Teil oder das falsche Teil. Ich werde wohl nicht drum herum kommen, mir das Set nochmal kaufen zu müssen, damit ich das hier komplett habe. Das ist natürlich ein bisschen ein Armutszeugnis seitens Mattel, was mich auch immer wieder jetzt mehr und mehr dazu kommen lässt, dass ich solche Sets nicht mehr bei Release kaufe, sondern wirklich abwarte, dass sie billiger werden, weil wer so einen schlechten Kundenservice hat, der kann von mir auch nicht mehr einen Release-Preis erwarten. Insgesamt wird das natürlich alles sehr schlecht für Mega weiterhin verlaufen. Die meisten Leute werden diese Preise nicht mehr zahlen wollen. Und letzten Endes, ja, denke ich mal, wird es immer schwieriger werden, in Deutschland an solche Sets ranzukommen. Wie gesagt, dieses hier musste ich ja auch schon importieren. Und ja, da kann man Mattel Deutschland und generell Mattel einfach nur sagen, wie blöd muss man eigentlich sein. In diesem Sinne, das war's für heute mit diesem schönen Set. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.